Finnick? Bist du bei uns? Sieht so aus. Versammelt euch. Gruppe 451. Ihr seid meine Einheit. Lieutenant Jackson ist meine Stellvertreterin. Jeder von euch ist auf einem Kampfgebiet Spitze. Wir sind aber keine kämpfende Einheit. Wir folgen den Fronttruppen im Abstand von einigen Tagen. Ihr werdet die Gesichter des Einmarsches auf dem Bildschirm sein. Auch Star-Trupp genannt. Es wurde entschieden, dass ihr am meisten nützt, wenn die Massen euch sehen. Das heißt, wir kämpfen nicht? Ihr befolgt Befehle, Soldat. Es ist nicht eure Aufgabe, Fragen zu stellen. Ja, Sir. Wir arbeiten zwar auf verlassenen Straßen, Meilen von der Front entfernt, aber ich garantiere euch, wo wir auch sind, wir sind immer in Gefahr. Es ist eine Kampfzone. Unserer Einheit hat man ein Holo gegeben. Damit lassen sich detaillierte Karten abrufen. Vom Kapitol und allen Kapseln, die uns bekannt sind. Diese Kapseln aktivieren Verschiedenes. Bomben oder Fallen oder Mutationen. Was immer sie enthalten. Ihr Zweck ist es, euch zu töten. Ladies and Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Ihr erzählt eine Fantasy-Story, aber realistisch, ohne Fantasy. Ihr respektiert das junge Publikum. Ist es also ein Film über Jugendliche oder über eine Diktatur? I think it's about a young person overthrowing a dictatorship. You know, Katniss starts out just as a young, independent-minded woman who just is trying to protect her family, and then her responsibility grows, and everything she does is selfless and for the better of her country. Ich habe dich beobachtet und du beobachtest mich. Meine liebe Miss Everdeen, du darfst dich nicht täuschen. Das Spiel ist bald zu Ende. It's about oligarchy. It's about, and it is the same everywhere. It's an allegory for the United States, in fact. Susan Collins's trilogy, it was about profit. It's about money. It's about the organization so that a very few can have money and they can perpetuate war to maintain that profit, maintain that money. The problem is that young people get killed. Du hast Peter gesehen, oder? Hast du ihn von mir gegrüßt? Wir sind alte Freunde, weißt du? Wir hatten nebeneinander liegende Zellen im Kapitol. Mit den Schmerzschreien des anderen sind wir sehr gut vertraut. Ich werde Snow töten. Nichts Gutes ist vor ihm sicher, solange er lebt. Und ich kann nicht immer wieder Reden darüber halten. Na, so geht doch. Das Genre nennt sich Jugendfilm. Aber dies ist eine Kriegsgeschichte. Da könnten die Leute denken, das ist nichts mehr für Jugendliche. Well, if we look at most of our wars, they're actually fought by children anyways. So that's not very shocking. I mean, you have, 18-year-olds going into the army and everything. But I don't think that we don't glorify the elements of war. It's really talking about the consequence and the dangers of it. And I think it's important for young people to be mindful of what can lead up to a war and possible ways to avoid those conflicts. I think that young people are capable of handling more than we think. I mean, it doesn't have to be something that's simplistic. It's a complicated reality, but so is the reality that we all live in. I think that the author, didn't flinch in telling that story. I think it's part of why teenagers loved it. I think they felt like they were being treated as adults. Suzanne had a very strong message when she wrote the novels, and it very much involved not patronizing the younger generation, being condescending about consequences of war, corruption, politics. The films really feel very present in real life for many people, and I think they're great reminders that the freedom that we all want is a little tenuous, and that we all actually have to participate to make it happen. Zum ersten Mal in unserem Leben stehen wir als 13 Distrikte Seite an Seite. Unsere Zukunft beginnt morgen bei Tagesanbruch, wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Wir haben nur einen Versuch. Nutzen wir ihn. Gale really wants to stand up for the greater good, and for his people. He's, for the first, 2 parts of the story, he's pretty helpless to do anything, but eventually, gets his chance, and after years of sort of being put through this horrible situation and watching his friends go to war,
you know, he has a lot of anger inside and wants to stand up for that. Heute Nacht! Richtet eure Waffen auf das Kapitol! Richtet eure Waffen auf Snow! When I first read the books and the script, I liked that she was, you know, a hesitant hero. She didn't go into any of this to be a symbol or to be a Mockingjay or to lead a rebellion. She just wanted to save her family and her own skin, and I loved being a part of that development, you know, where she was at the beginning of these and then where she ends up. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Unser Leben hat niemals uns gehört. Es hat Snow gehört, so wie unser Tod. Aber wenn du ihn tötest, Katniss, wenn du all dem ein Ende setzt, dann sind die vielen Tode nicht umsonst gewesen. Es entspricht der Realität, dass keiner ohne Beschädigung aus solchen Konflikten kommt. No, everyone is damaged. Everyone suffers. Everyone. I mean, just look at Syria. Look at it. You know, look at it. Look at the Syrian refugees that you have here, or will have here in Germany. They suffer. You will suffer, because it affects your economy. It affects the nature of your secular society. It affects everything.